Guten Tag noch einmal, mein Name ist Alexander Schulz. Das ist das zweite Video zum Bitcoin für diesen Samstag, den 19. März. Es geht weiter mit dem Fraktal der Welle 4. Wo bin ich stehen geblieben? Ich hatte gesagt, das Ganze ist der Keil, hier die A, B, C, D, E und die Eintrittsbewegung ist meist auch die Austrittsbewegung. Das würde bedeuten, dass dieser Keil die Welle 3 korrigiert in der 4 und dann die Welle 5 startet, die wir hier runterführen würde. So, jetzt gucken wir uns die ganze Sache auch nochmal im noch tieferen Fraktal an. Dazu gehen wir mal in den 4-Stunden-Chart, damit man das besser erkennen kann. Weil wir möchten ja wissen, ob das tatsächlich eine valide Erzählung ist oder nicht. So, man sagt nun, die einzelnen Fraktale müssen in einem Dreiteiler gebildet werden. Ja? Also wir können zum Beispiel sagen, dass hier die A der A ist, hier die B der B und hier die C der C. Ja? Dann können wir sagen, hier ist die A der B, hier ist die B der B und hier ist die C der B. Man sieht schon, das Ganze wird etwas krummer. Es ist natürlich immer die Frage, ob das die richtige Zählung ist und es können auch andere Zählungen richtig sein. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Es müsste natürlich möglichst optimal ablaufen, diese ganze Kursstruktur, um einen bestätigenden Charakter zu haben. Aber gehen wir erstmal bitte weiter. Ja? Hier haben wir auch wieder eine ABC, die ist recht sauber zu erkennen. Und jetzt müssten wir eine ABC zur D bilden. Jetzt habe ich hier schief alles eingezeichnet. Egal. So, dazu haben wir Kursziele wiederum ermittelt. Ja? Ich kann Ihnen das jetzt im Einzelnen nicht nochmal alles aufschlüsseln, weil ich nicht von jedem Mist jetzt Screenshots erstellt habe, wie im ersten Video. Aber Sie können sich, wie gesagt, gerne unsere vorherigen Beiträge ansehen. Da haben wir auch zum Beispiel aus unserem Newsletter Screenshots eingestellt, wo Sie sehen, dass wir hier unten die Welle A erwartet haben. Das zeichne ich auch nochmal eben ein. Hier die A, hier die B und dann herunter zur D. Wir hatten hier mit den Fibonacci-Kennzahlen recht präzise die Welle A ermittelt. Der D, wir hatten hier mit äußerster Präzision die Welle B der D ermittelt. Die Welle ist nämlich genau am 61,88% Fibonacci dieser kompletten Welle. Nee, Verzeihung, dieser A. Und jetzt kann man auch die Welle C zur D kann man messen. Dadurch nimmt man das Fibonacci der Welle A und extendiert das. Das bedeutet, dass hier zum Beispiel das 100% Fibonacci läge, etwas tiefer dann das 123er Fibonacci, was dafür auch sehr relevant ist für so eine Welle C. Und das schneidet im Moment ziemlich genau, also ich sag mal, ziemlich genau ist relativ, aber es schneidet relativ genau, sagen wir mal, hier die Unterkante des Keils. Entsprechend wäre das 123er Fibonacci in Verbindung mit der Unterkante des Keils ein sehr valides Kursziel für die nächste Abwärtsbewegung. So, wichtig dafür ist, ich nehme das ganze Gedöns hier wieder raus. Wichtig dafür ist, dass erstmal dieses Hoch hier nicht mehr überschritten wird. Dieses Hoch, das markiert nämlich, lassen Sie sich mal eben hier einzeichnen. So, dieses Hoch markiert nämlich die Welle B und die Welle B sollte im Optimalfall nicht nochmal überschritten werden, weil wie gesagt, sie hat ein sehr, sehr gutes Ziel erreicht mit dem 61,8er Fibonacci. Darüber gibt es natürlich auch noch relevante Fibonaccis, die angelaufen werden können. Messen wir mal eben. So. Wir sehen hier schon das 61,8er Fibonacci, das wurde hier recht exakt angelaufen. Es könnte natürlich auch sein, dass das 78,6er Fibonacci nochmal erreicht wird. Damit könnte die Welle auch nochmal höher gehen. Dann hätten wir auch nochmal eine ABC wiederum im Fraktal. Wir hätten eine ABC zur B. Wie gesagt, das hier ist die A. Dann würde hier vielleicht irgendwo die B entstehen. Dann hätten wir eine ABC zur B. Und dann müssten wir nochmal eine ABC zur D erfahren. Jetzt, Moment mal eben bitte. So, ein bisschen schnupfen. Eine Corona-Infektion im Büro, da bin ich auch ein bisschen von angeschlagen noch. Aber gut. Also hier wurde das Ziel optimal erreicht. Wirklich recht optimal. Müssen wir nochmal hier eben. Damit Sie das sehen. Hier das 78,6er Fibonacci wurde hier erreicht. Das ist auch ein sehr schönes Ziel für so eine Welle A.
Dann haben wir hier das 61,8er erreicht. Das ist eigentlich das optimale Ziel für jede Art von Wellen. Aber es könnte natürlich hier auch nochmal das 78,6er Fibonacci erreicht werden, also wenn das Ganze hier nochmal ein bisschen höher geht. Wie gesagt, sehr schön wäre, wenn es nicht nochmal höher gehen würde, aber das würde auch eigentlich nichts verändern im Fraktal. Ja, dann messen wir nochmal hier die Welle A, damit Sie sehen, wo das Kursziel liegt. Ja, wo haben wir das hier? Ja, hier ist das 103. Mensch. Hier geht meine Maus jetzt nicht. Ach, was ist das denn jetzt hier wieder? Muss ich so einzeichnen. Reicht nicht. Was ist denn mit meiner Maus hier los? So. Jetzt sehen Sie hier das 123er. Das schneidet hier. Hier hätte es das perfekt geschnitten, die Unterkante unseres Keils. Aber auch hier ist es nicht weit entfernt. Ja? Also wenn wir jetzt hier mal runtergehen, am heutigen Tag im 4-Stunden-Chart, dann lege die dann muss ich näher ran. Kann man ja kaum Unterschied erkennen. Ne? Also Sie sehen es ja selber. Das 123er Fibonacci wäre ein perfektes Ziel, jetzt angelaufen zu werden. Jetzt sagen wir mal, das dauert noch einen Tag, dann geht es natürlich ein bisschen höher. Können wir mal den Kursabstand messen, aber das ist marginal. Ne? Gucken Sie mal, das sind 1% Kursabstand jetzt zum 123er Fibonacci und das muss ja auch nicht exakt getroffen werden. Es geht ja nur um die Tendenz. Ne? Je genauer das getroffen wird, desto besser. Aber wie gesagt, man sieht es ja schon. Ne? Das passt schon ziemlich gut. Also wenn die D jetzt hier getroffen wird und gebildet wird, dann gehen wir davon aus, dass anschließend die E erfolgt, auch wieder dreiteilig und dann die 4 gebildet wird. Ne? So, das wäre das ganze Spielchen. Jetzt haben wir hier noch eine Box eingezeichnet. Die ist eine relevante Konsolidierungszone. Da könnte sich natürlich auch noch einiges abspielen. Sie sehen, hier ist einiges passiert. Hier Unterstützung, hier erstmal Widerstand, Unterstützung, mal ausgebrochen, aber wieder reingefallen, wieder ausgebrochen, wieder reingefallen, Unterstützung gefunden. Als die Bewegung wieder runterkam, hier auch die erste Unterstützung gefunden. Dann ging es nochmal richtig runter, aber auch nicht nachhaltig, aber zur Bildung der B. Hier wieder Unterstützung gefunden, bevor es wieder hochging. Runtergegangen, Unterstützung gefunden. Rausgegangen, Unterstützung gefunden. Ne? Auf diese Zone gilt es zu achten. Ich kann Ihnen einmal sagen, wo die liegt. Dann können Sie das auch selber nachvollziehen. Hier zwischen 36,3 und 37,6. Hier spielt sich immer die Luzi ab. Dann haben wir noch einen relevanten Widerstand, der hier raus resultiert, aus dem Tief. Den kann ich Ihnen auch nochmal eben markieren. Der liegt bei 39,6. So, den haben, Verzeihung, das ist falsch. Hier ist der von 39,6. Ja, das ist auch ein relevanter Widerstand. Auf dem Chart, das ist jetzt der Binance-Chart. Auf dem Index-Chart sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Hier ist der bei 39,8, aber ich kann Ihnen sagen, der liegt bei 39,6. Ja. So, bei 39,6 haben wir auch nochmal einen relevanten Widerstand, darauf gilt es zu achten. Sobald der Bitcoin über der 39,6 ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Stärke folgen wird. Ja, sobald der da drüber kommt, man sieht es ja hier schon, der kommt hier drüber und dann geht er mit Karacho da drüber. Sobald der da runter geht, ist mit extremer Schwäche zu rechnen. Hier ist er erstmal wieder Unterstützung, dann geht er runter und dann geht er aber richtig runter. So, hier ist er erstmal wieder Widerstand, dann geht er durch und dann geht er richtig durch, dann fällt er durch. Hier spielt sich dann erstmal wieder eine Menge ab, dann geht er durch, geht dann von unten nach oben durch, sehr hoch, dann geht er wieder von oben nach unten durch, wieder spielt sich viel ab und jetzt kann man wieder damit rechnen, nachdem er wieder durchgekommen ist, dass jetzt wenigstens nochmal hier in die Richtung gegangen wird, was ja auch passiert. Vielleicht geht es auch direkt zur E. Wollen wir lieber nicht hoffen, weil dann würde nämlich diese Zählweise Brüche bekommen, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ist nur im Fraktal. Man kann jetzt im Fraktal auch nochmal eine andere Struktur annehmen, indem man sagt, beziehungsweise muss man auch übergeordnet dann anders zählen, indem man sagt, hier bleibt die 4 bestehen und man sagt, die 5 ist schon gestartet. Das würde bedeuten, dass wir hier drin eine 1 sehen. Ja, jetzt geht meine Maus wieder. Naja. Nehmen wir mal den Keil hier weg. Das hier wäre schon die 2. Ich zeichne Ihnen das nochmal mit Pfeilen ein, dann kann man es besser erkennen. Hier die 1, hier die 2 und dann müsste die 3 entsprechend irgendwo hierhin führen. Die 4 und dann die 5. Kursziele dafür möchte ich jetzt gar nicht einzeichnen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Alternative. Ja. Und ob die wirklich valide ist,
Es ist eher unschön. Der Keil, der ist schon sehr bestätigend, möchte ich mal behaupten. Oder beziehungsweise der Keil ist erstmal unsere primäre Erwartung. Andere, wenn Sie analysieren, können Sie natürlich zu anderen Prognosen kommen. Das ist, wie gesagt, immer ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Wenn Sie wenn Sie bestätigende Signale im Fraktal für Ihre Prognose finden, dann ist das schön. Wir finden bestätigende Signale im Fraktal für unsere Prognose, deswegen halten wir daran fest. Und wie gesagt, das hier ist jetzt eine Alternative. Man könnte sagen, die 4 ist hier gefunden. Es hat sich eine Welle 1 gebildet im Fraktal zu 5, eine Welle 2 im Fraktal zu 5. Und jetzt würde die Welle 3 starten. Ja? Das ist eine Alternative. Ich habe Ihnen ja versprochen, wir zeichnen Alternativen auf. Das wäre eine denkbare Alternative für die Welle 5 und für das ganze imminente Kursgeschehen. So, jetzt gibt es natürlich noch eine andere Alternative. Wir können nämlich auch sagen, die 4 ist noch nicht abgeschlossen und landet hier oben statt hier unten irgendwo. Ich hatte Ihnen den Keil eingezeichnet, die 4 würde tiefer liegen in diesem Bereich. Sie könnte allerdings auch noch höher. Der technische Rahmen wurde, wie gesagt, nur zum Mindestkursziel erreicht. Ein technisches Kursziel läge aber auch noch höher. Und ich kann Ihnen auch sagen, das geht auch noch deutlich höher. Das könnte auch noch bis 60.000 gehen. Nur das hier wäre mal der primäre Kursrahmen für die 4. Ja? Man könnte sagen, dieser Kursrahmen wird jetzt noch weiter ausgereizt und die 4 landet hier oben. Das würde bedeuten, dass wir wiederum einen Dreiteiler haben zur ABC, nicht im Keil. Wieso sehe ich das Ganze jetzt hier nicht? So. Dann haben wir hier die A, hier meinetwegen die B und hier landet die C. Und das Ganze wird im Fraktal hier fünfteilig gebildet, hier dreiteilig und hier wiederum fünfteilig. Und die 4 lege dann hier oben und dann ging es zur 5 herunter. So, man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass unsere Annahme generell falsch ist. Ich habe Ihnen jetzt die Fraktale aufgezeigt. Gehen wir mal wieder eine Zeitebene höher zum Tageschart und gucken uns an, was da passieren könnte. Man könnte, wie gesagt, auch sagen, unsere Annahme ist grundlegend falsch und es bildet sich kein Extended Flat, ne? Sondern die Korrektur ist abgeschlossen. Der Boden wurde hier gefunden. Wir haben hier meinetwegen, wie gesagt, die Welle 3 des Zykluses. Wir haben hier die Welle 4. Ne, Verzeihung, jetzt bin ich auf dem falschen Dampfer. Wir haben hier die 1, hier die 2 und hier die 3. Also das ist schon mal, das ist kompletter Mist eigentlich, weil die 3, die müsste viel länger sein. Allerdings könnte die 3 natürlich auch im Fraktal gebildet werden, dass man sagt, hier ist die 1 im Fraktal zu 3, hier ist die 2 im Fraktal zu 3 und dann geht es höher halt. Ne? Also zeichne ich Ihnen das auch mal eben dann in der Form ein. Das würde bedeuten, hier wäre die 1 im Fraktal, und hier wäre die 2. Und dann geht es höher, hier die 3, 4 und dann irgendwo hier oben die 5, die dann die 3 abschließen würde. Dann würde es eine 4 hier geben und eine 5 hier, die den ganzen Zyklus abschließt. So ungefähr, ja. Damit Sie eine Vorstellung haben, wie das Ganze abgeht. So, also ich habe Ihnen einmal gesagt, wir haben Bestätigung für unsere Zählung gefunden in den Fraktalen, als dass wir die Kursziele erreicht haben, die wir teilweise Monate im Voraus schon erwartet haben. Diese Kursziele der 1 wurden getroffen, das Kursziel der 2 wurde auch getroffen. Wie gesagt, das haben wir auf TradingView nicht veröffentlicht. Das Kursziel der 3 wurde getroffen. Das war ein Sahneanlauf, war das. Das Kursziel der 4 wurde zumindest Kursziel getroffen, könnte auch noch höher. Wie gesagt, man muss abwarten, ob die 4 ausgebaut ist. Wir erwarten, dass erstmal der Keil noch gebildet wird und sich entsprechend ausbildet. Und dann die 5 folgt. Im Übrigen, ein Keil ist sehr typisch für eine Welle 4. Also das ist auch nochmal ein bestätigendes Signal. Aber wie gesagt, wir wollen ja auf Alternativen jetzt mal gucken. Oder man könnte auch sagen, das Ganze hier ist ein Keil. Zeichne ich Ihnen auch immer eben ein. Ich könnte zum Beispiel sagen, hier ist der Keil. Mal gucken, dass ich hier die richtige Unterkante finde. Und das hier ist zum Beispiel auch ein Keil. Ja? Damit würde gesagt werden, hier ist zum Beispiel die 1. Man könnte auch sagen, das ist die 3 oder die 5. Der Zyklus ist abgeschlossen und das Ganze hier ist jetzt eigentlich nur noch ein Bärenmarkt. Wie auch immer man sagt,
unabhängig davon, welche Zählweise man jetzt anschlägt, das hier ist die 1, äh, das ist der Impuls, Verzeihung, und das hier ist die Korrektur, dann wäre hier unten die A, die B, die C, dann würde eine noch höhere D folgen und eine noch tiefere E, eine höhere E, Verzeihung. Und dann würde erst der Ausschlag kommen. Das ist auch möglich. Man könnte das Ganze auch noch in noch größerer Zeiteinheit einzeichnen. Und dann würde man auch noch zu anderen Ergebnissen kommen. Es gibt ja auch Prognosen, die sagen, dass wir Kursregionen um 20.000 Dollar nochmal erreichen werden, hier so ungefähr. Das wäre natürlich für den langfristigen Einstieg wunderschön. Das sehen wir allerdings nicht. Vielleicht können wir auch nochmal auf andere Aspekte eingehen, abseits der Elliott-Wellentheorie, was uns dazu bestätigende Signale liefert, warum wir denken, dass wir hier reingehen, hier den Boden noch nicht gefunden haben, sondern dass es tiefer geht. Verzeihung, jetzt habe ich mich vertan, dass wir den Boden hier gefunden haben und das hier der Boden der Korrektur ist und es nicht noch tiefer geht, so meinte ich das. Eine technisch schöne Bestätigung für diesen Boden ist zum Beispiel diese Volumenspitze hier, diese zweite Volumenspitze hier und eine ausbleibende Volumenspitze hier hat eigentlich wenig Aussagekraft. Deswegen geht es eher um diese beiden Tiefs. Die bilden einen Doppelbottom mit sehr hohem Volumen. Man sieht schon diese signifikanten Volumenpeaks, die das schön indizieren. Allerdings ist nach Elliott-Wellen diese Kursstruktur hier wieder ein einziges Chaos. Man könnte das eher so als Bärenflagge werten. Ja? Die Kursstruktur ist nicht abgeschlossen. Also wenn das jetzt, ich sage Ihnen mal, was schön gewesen wäre. Was schön gewesen wäre als bestätigendes Signal für einen Boden, wäre zum einen diese Volumenspitze in Verbindung mit diesem Tief und danach ein impulsiver Anstieg. Also wenn es danach direkt mit Karacho wieder hochgegangen wäre, dann würde ich sagen, das war eine Bodenbildung. Andererseits könnte man auch sagen, sekundär als Alternative, hier ist auch nochmal schön Volumen, wenn es dann nach oben gegangen wäre. Aber selbst das wäre unsauber, weil so eine Bodenbildung, die zeichnet sich entweder dadurch aus, dass sie eine auslaufende Wellenbewegung macht und dann geht es wieder wellenartig hoch, oder dass sie echt eine V-förmige Erholung macht, wie man das ja auch in Corona-Zeiten gern zu anderen Themen gehört hat. Eine V-förmige Erholung runter und direkt wieder hoch. Das sind schöne Bodenbildungen und so sollten sie eigentlich ablaufen, also entweder so eine Kurve oder ein V. Ja? Und das hier ist nichts von beiden. Das ist eher so ein abwärts gerichtetes Dreieck. Und sowas sieht man in erster Linie bei korrektiven Strukturen. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, das hier wird nicht der Boden sein, oder es wird nochmal hochgehen und dann kommt erstmal die richtige Korrektur. Nochmal darauf eingegangen, wir haben seit September ungefähr hier auf TradingView entsprechende Beiträge veröffentlicht. Sie können das alles nachlesen, wir beschreiben das detailliert. Und es ist am Ende genauso gekommen. Seit einem halben Jahr läuft der Bitcoin exakt, wie wir es prognostizieren. Und das gibt uns extrem hohe Sicherheit, dass wir auf der richtigen Wellenzielung sind. So, warum ist der Boden jetzt hier nicht gefunden? Also in dieser korrektiven Welle jetzt wieder. Das wäre ja nach dem vorherigen Modell, dass man sagt, hier ist der absolute Boden des Zykluses der ersten Welle, beziehungsweise der zweiten Welle, der Korrektivwelle. Und hier ist die erste Fraktalwelle und das ist der Boden der zweiten Fraktalwelle. Ja? Warum ist das kein Boden? Es fehlt einfach an Volumen. So eine Welle müsste durch massives Volumen bestätigt werden. Jetzt kann man auf fundamentale Sachen auch nochmal eingehen. Gucken Sie sich die Weltwirtschaft an, gucken Sie sich die aktuelle Marktstimmung an. Alle großen Indizes der Welt, die schmieren im Moment ab. Gucken Sie sich diese ganze Thematik um die Ukraine-Krise an. Das ist einfach kein Marktumfeld, in dem es nach oben geht. Schon gar nicht beim Bitcoin. Der Bitcoin, der hat so viele institutionelle Investoren in den letzten 2 Jahren angezogen. Das sind Leute, die sind vielleicht nicht fundamental vom Bitcoin überzeugt, aber die sehen da drin eine Investmentchance. Und in einem unsicheren Marktumfeld ziehen solche Leute ihr Geld aus den Märkten heraus, um das zu sichern, weil sie Angst vor weiterfallenden Kursen haben. Und das sind Milliardenbeträge, wenn da solche Leute anfangen zu spielen. Also wie gesagt, das ist einfach zu wenig. Die ganze Kursstruktur spricht für einen weiteren Abverkauf. Diese Indikatoren sprechen für einen weiteren Abverkauf. Ich habe jetzt nur noch 30 Sekunden. Ich wollte eigentlich auch noch auf technische Indikatoren eingehen, aber ich mache jetzt kein drittes Video. Das kommt dann in der nächsten Woche. Verlassen Sie sich einfach darauf, dass diese Zone nochmal erreicht wird. 29.000 bis 25.000 Dollar, da kann man einsteigen. Es könnte auch noch tiefer gehen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bleiben Sie zuversichtlich. Der Bitcoin hat fundamental genug zu bieten, dass man davon ausgehen kann, dass es weiter hochgeht.